Heute möchte ich gern wieder eine Zuschauerfrage beantworten, die ich unter einem Video entdeckt habe. Es geht um ELEH2DY. Dieser Zuschauer hat sich das Video angeschaut, wo es darum ging, einen Bullput-Spread aufzusetzen und hat die folgende Frage hinterlassen. Könntest du für den Bullput-Spread auch einmal zeigen, wie man einen Stop und oder Take Profit anhängen könnte? Das mache ich natürlich sehr gerne und darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und diesmal wieder mit einem herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Und bevor es losgeht, dieses Video wird wieder von Linksbroker präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir mal. Es geht einmal ja darum, den Stop oder den Take Profit anzuhängen und dann die Möglichkeit, dass man beides gleichzeitig anhängen kann. Wir fangen mal mit dem ersten an, also Stop oder Take Profit. Ich habe hier schon mal einen Bull Put Spread aufgesetzt, Amazon. Und jetzt gibt es natürlich wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder macht ihr das Ganze über die Orderzeile oder über das Order-Ticket. Wir fangen einfach mal mit der Orderzeile an. Die Position markieren, rechte Maustaste. Jetzt habt ihr wieder zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr über das Verkaufen in diesem Fall, also eine Kombination kauft man immer, also ist die Gegenposition dann verkaufen, oder aber ihr geht über das Schließen. Der Vorteil ist, wenn ihr über Schließen geht, vor allen Dingen, wenn ihr noch nicht so ganz sicher seid, was denn eine Kombination überhaupt ist, macht das System automatisch das Richtige, also die richtige Gegenposition aus. Und wenn ihr über Schließen geht, seht ihr, ich habe hier ursprünglich mal 2G gekauft, also Kontrakte. Dann macht die Position, also bei Schließen also das System beim Schließen automatisch die richtige Menge rein. Wenn ihr das über die andere Geschichte macht, ich nehme es noch einmal raus, dann verkaufen, dann seht ihr, dass hier Menge 2 ist, aber hier nur Menge 1. So könnt ihr also über das Schließen gleich zwei Fehlerquellen ja, eliminieren, indem ihr das Verkaufen richtig drin habt und auch die Menge richtig drin habt. Wenn ihr natürlich nur weniger verkaufen wollt, dann ist Schließen natürlich auch kein Problem. Wir nehmen jetzt in diesem Fall, in dem ersten Beispiel, nur die Limit Order. Ihr gebt jetzt hier ein, was ihr erreichen wollt. In diesem Feld bei dem Limit Kurs. Wir nehmen jetzt mal circa die Hälfte. Denkt immer an die amerikanische Schreibweise, also mit dem Punkt. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr die Limit Order länger als den aktuellen Handelstag im System haben wollt, müsst ihr bitte die Gültigkeitsdauer von Day auf GTC ändern und dann geht ihr auf Übermitteln. Dann macht sich das sogenannte Order-Bestätigungsfenster auf und dann seht ihr auch nochmal Limit Order, dann die 60 Cent. Da das jetzt zwei sind, sind es 120 plus dann die Provision bzw. die Gebührenprovision ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Das ist tatsächlich das, was ihr an den Broker bezahlt. Dann 122 und dann geht ihr auf Übermitteln. Hier habt ihr auch nochmal, wie gesagt, die Limit Order und hier hinten nochmal die GTC, also Good Till Cancel. Also wird das so lange im System gelassen, bis es ausgeführt wird. Wir gehen einmal raus. Das Ganze ist dann auch mit dem Stop möglich. Ich verwerfe das noch einmal, also nochmal den gleichen Weg von Anfang. Markieren, rechte Maustaste, schließen. Dann haben wir automatisch die Gegenposition Verkauf. 2 ist die Menge, wird automatisch auch wieder übernommen. Und dann könnt ihr hier beim Order-Typ dann wechseln von LMT auf STP und dann gebt ihr den Stop-Kurs ein. Wir bleiben jetzt gern mal bei den 2,17. Ich habe jetzt nichts nachgeforscht. Das ist einfach nur zu Demonstrationszwecken. Dann auch hier GTC eingeben und auf Übermitteln gehen. Und dann seht ihr auch STP und dann die GTC
Order und dann geht ihr auf Überschreiben und Übermitteln. So geht es einzeln. So, dann, wenn ihr das Ganze über das Order-Ticket machen möchtet, könnt ihr einfach mit einem Doppelklick in diese Zeile einen kleinen Moment warten und dann seht ihr, dass sich das Order-Ticket aufmacht und dann könnt ihr entsprechend hier beim Order-Typen eingeben LMT, also die Limit Order oder die Stop Order. Und dann hier auch, wenn bei euch jetzt hier Day stehen sollte, dann hier oben die Gültigkeitsdauer von Day auf GTC ändern. Und dann könnt ihr das Ganze dann übermitteln. Ich verwerfe das in diesem Fall. Ihr könnt auch noch einen anderen Weg nutzen, um in das Order-Ticket zu kommen. Wieder die Zeile markieren, rechte Maustaste und dann auf Anpassen und dann seht ihr auch hier das Order-Ticket. Wenn ihr darauf klickt, dann wird sich das Order-Ticket wieder öffnen. Hier ist es vielleicht manchmal ein bisschen übersichtlicher, um sich das anzuschauen. So, dann haben wir jetzt den einfachen Weg. Ich verwerfe das. Das ist praktisch, wenn ihr entweder der Take Profit anhängen wollt oder die Stop Order. Dann haben wir noch eine andere Möglichkeit, die aber leider nicht bei Kombinationen geht. Ich möchte sie euch aber trotzdem einmal zeigen, weil sie vielleicht ganz interessant sein könnte für Aktien oder für normale Optionen, ETFs, Mini-Futures und so weiter. Ihr markiert die Zeile, rechte Maustaste und wenn ihr dann auf Trade geht, dann seht ihr hier unten Create Target Stop Exit Bracket. Wenn ihr das anklickt, dann bekommt ihr ein neues Fenster und dann könnt ihr hier sehen, dass ihr automatisch die Gewinnmitnahme und Stop-Loss drin habt. Dann gebt ihr die Menge hier ein und hier könnt ihr dann die gewissen Preise eingeben. Das ist von der App übernommen worden. Ich finde das sehr, sehr praktisch. Allerdings geht das leider nicht bei den Kombinationsoptionen. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit dieser Kanal schnell weiter wachsen kann. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button ausprobierst. Herzlichen Dank. Bei den normalen Optionen geht es auch. Ich zeige es euch einmal. Dann wieder Trade. Und dann habt ihr hier Create Target Stop Exit. Das ist genau das gleiche wie eben auch bei den normalen Aktien. Da habt ihr dann genau das gleiche, Gewinnmitnahme und Stop, könnt beides anwählen, was im Normalfall schon angewählt ist. Ihr gebt hier eure Kurse ein und dann habt ihr hier Preview Order und dann habt ihr das Orderbestätigungsfenster, wollte ich sagen, und da könnt ihr dann alles noch einmal überprüfen. Wie gesagt, das ist aus der App übernommen worden. Warum das jetzt bei den Kombinationen noch nicht so ist, kann ich euch leider nicht sagen. Da wurde auch schon angefragt, ob das kommen soll, aber das steht noch in den Sternen. Hier müssen wir also einen gesonderten Weg gehen. Wieder markieren, rechte Maustaste, schließen. Dann nehmen wir als erstes mal die Limit Order, geben hier dann den Kurs wieder ein. So, dann auf GTC, also das gleiche wie eben. Und normalerweise können wir jetzt hier auf Übermitteln gehen, aber wir wollen ja jetzt eine zweite anhängen und die dann miteinander verknüpfen, damit die eine die andere dann ja mit auslöst, falls eine ausgelöst wird, dass die andere automatisch storniert wird. Dafür müssen wir eine Spalte einfügen, die nennt sich One Cancels All Group. Wenn ihr das noch nicht haben solltet, einmal irgendwo hier oben, völlig egal wo, rechte Maustaste, Layout anpassen und dann auf die Order-Spalten hier oben gehen und dann hier oben One Cancels, das findet ihr dann. Bei mir ist es jetzt hier nicht mehr zu finden, weil ich es hier schon drin habe. Ich nehme das jetzt einfach mal raus, damit ihr das seht, wie ich das meine. One Cancels Gruppe All, entfernen. So, jetzt ist es hier raus und wenn ihr jetzt hier reingeht, One, dann seht ihr One Cancels All Group hinzufügen. Dann könnt ihr das dann noch, indem ihr es markiert, dann mit den Pfeiltasten dorthin schieben, wo ihr es hinhaben wollt. Und dann auf Übernehmen und OK. Ich breche das jetzt einmal ab, weil ich das ja tatsächlich schon in meiner Portfolioansicht habe. One Cancels All. Hier müssen wir jetzt einen Namen einfügen, der bei beiden
identisch ist, damit das System erkennt, dass es zusammengehört. Ich mache das immer relativ einfach, damit ich mich nicht verschreibe. So, jetzt haben wir Amazon One Cancels All drin. Jetzt machen wir wieder einen Rechtsklick. Wir verkaufen. Jetzt müssen wir einmal hier die 2 eingeben. Dann machen wir jetzt hier den Stop damit zu. Und ganz, ganz wichtig, jetzt hier absolut identischen Namen eingeben. Groß-Kleinschreibung, Leerzeichen. Es muss wirklich identisch sein, sonst kann das System das nicht erkennen, was zusammengehört. Hier dann auch bitte wieder GTC angeben. Und wenn ihr das dann ja so habt, dann könnt ihr dann beides nacheinander auf Übermitteln. Dann seht ihr hier auch nochmal, hier haben wir einmal Limit, GTC und dann seht ihr hier One Cancels All Group AMCN. AMZN natürlich, dann könnt ihr auf Übermitteln gehen und dann macht ihr das mit der anderen auch. Dann haben wir hier das gleiche STP, GTC und dann hier auch One Cancels All Gruppe AMZN. Überschreiben und übermitteln und dann habt ihr sie beide im System und sie sind miteinander verknüpft. Wenn ihr noch mehr zu Optionen wissen wollt, neue Sachen, dann dafür habe ich euch hier einmal eine Playlist erstellt. Da findet ihr alles, was ja, das Herz begehrt, Optionen begehrt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, passt auf euch und eure Trades auf und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao.